Wir besuchen eine private Modellbahnanlage, die die lokale Tageszeitung nicht ganz zu Unrecht als Regensburgs Miniaturwunderland bezeichnet hat. Auf einem Dachboden erstreckt sich eine über 100 Quadratmeter große Anlage mit mehreren Bahnhöfen, Bahnbetriebswagen und weiten Landschaften, deren Ursprünge bis in die 60er Jahre zurückreicht. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ermöglichen 8 unabhängige Strecken einen mehr als regen Zugbetrieb und auf den unzähligen Abstellgleisen warten rund 150 Garnituren auf ihren Einsatz. Doch lassen wir einmal den Besitzer dieses Traumreiches zu Wort kommen. Ja, wir haben hier einen Hauptbahnhof mit 2 Hauptstrecken, 2 Nebenstrecken und noch dazu 2 kleine Nebenstrecken. Also 6 Züge sind momentan unterwegs. Fahrbar das Ganze mit 12 Einheiten und haben dazu noch 2 Pendelzugstrecken, eine Fleischmann und eine mit einer kleinen Köf von Märklin mit digital gesteuert. Genau, also mein Vorschlag wäre, wir schauen uns einfach mal den Bahnhof ein bisschen näher an und nachher gehen wir mal mit ein paar Zügen auf die Strecke und schauen mal, wo uns die Strecken hinführen. Hast du den Bahnhof irgendwie am konkreten Beispiel? Nee, der ist eigentlich, ursprünglich sind die ersten Häuser von meinem Vater 1966. Das hat sich dann immer so erweitert und wo ich dann neu angefangen habe, habe ich einfach das zusammengestellt, so wie ich mir das gedacht habe. Mhm. Das heißt, wir haben einen historischen Stadtkern, so wie Bodenburg oder Tauber oder so ungefähr. Ja, wir haben eine Fahrzeugschau mit Feuerwehr und historischen Fahrzeugen. Ja, Moment, ich kämpfe noch. Wir gehen mal auf die Fahrzeugschau. Können wir uns nachher vielleicht auch noch ein bisschen näher anschauen. Es gibt Möglichkeiten, hier noch ein bisschen ranzukommen. Ja, und dann haben wir vorne auch noch im ersten Gleis, das ist ein Gleis, wo keinen Anschluss hat. Das sind historische Fahrzeuge von der Bahn, auch im Zuge dieses Ausstellung zu besichtigen. Eine große Kathedrale. Das Ganze ist mit einem Faller-K-System verbunden. Also auch schon hier in der Stadt, weil drüben auf dem Berg habe ich schon gesehen. Aber genau, sie fährt hier über die Brücke drüber, macht einmal einen Kreis und kommt dann wieder zurück und verteilt sich hier dann wieder auf verschiedene Straßen auf. Ja. Also vergebt mir, wenn ich noch ein bisschen wild rumschwenke, aber ich muss mich auch erstmal hier orientieren. Man ist erschlagen von der Größe. Das heißt, du hast auch sehr schöne lange Bahnsteiggleise. Ja, in der Hauptstrecke ist es so gedacht, dass ich ziemlich lange Einheiten fahren kann, so wie sie also in der Wirklichkeit auch sind, mit 8, 10 Wagen oder lange Güterzüge oder wie jetzt gerade ein historischer Dampfzug. Also historischer Dampfzug, nicht dass ihr denkt, wir hätten TE und Dampfzug verwechselt. So. Das ist schon komisch. So. Ich filme einfach weiter.
Das heißt, wir sehen hier einen schönen langen Containerpylotyp. Nee, ist kein Containerpylotyp. Nee, rollende Landstraße. Rollende Landstraße. So, kann mich gar nicht lossehen von dem schönen Bahnhof, aber folgen wir mal ein bisschen der rollenden Landstraße in die Landschaft. So, bleiben wir vielleicht gleich hier auf dem Anlagenschenkel. Ich habe hier ein schönes großes Betriebswerk entdeckt. Wir haben unsere BMW-Anlage mit Dampf, Diesel und Elektroabstell, Schiebebühne und alte Drehscheibe von Modell 1966. Dementsprechend noch die alte Märklin-Drehscheibe. Ja. Dementsprechend ist auch das Geräusch. Das habe ich noch von meinem Vater übernommen, wo der damals angefangen hat. Und ich schwenke mal hier rüber zur Schiebebühne und der modernen Fraktion. Elektrolokomotiven. Also wenn ihr ab und zu mal etwas Licht flackern seht, das ist jetzt nur im Video so, weil sich die Netzfrequenz und die Wiedergabe hier ein bisschen in die Quere kommen. Mit bloßem Auge flackert hier auf der Anlage gar nichts. So, wir schauen dir mal ein bisschen über die Schulter, wie du gefühlt 20 Lokomotiven und Züge gleichzeitig im Auge behältst. Wie viel fahren gerade ungefähr? Jetzt fahren gerade momentan 7, 8. 7, 8 gleichzeitig. Das heißt, du steuerst auch mindestens teilautomatisch, weil 7, 8... Ein Teil, ja. Mhm. Wenn wir gerade bei der Steuerung sind, ich sehe CS3, ich sehe CS2, ich sehe CS1, alle Generationen Martin. Alle. Ich sehe Überwachungsmonitore, ich habe auch schon ein iPad entdeckt vorhin. Wie viele verschiedene Stromkreise hast du? 8 Stromkreise. 8 verschiedene Stromkreise. 32 Booster sind verteilt. 32 Booster? Das heißt, du hast teilweise mehrere Booster auf einen Stromkreis oder Schatten? Ja. Also, okay. Ja. Mhm. Weil ich sonst die Leistung, weil der Kreis sonst zu groß ist. Mhm. Ja, das sind andere Dimensionen als bei einer kleinen Anlage. Aber bleiben wir gerade nochmal bei deinem Stellpult. Das heißt, die einzelnen Taster oder Schalter sind noch für Beleuchtung. Nicht Die sind nur noch für Beleuchtung, ja. Ja. Habe ich alles umgerüstet auf digital. Das heißt, du fährst digital, aber schaltest auch digital. Ich schalte und fahre digital, ja. Mhm. Und die Abläufe, laufen die dann als eigenes in der CS3? Oder? Ich kann es als eigenes laufen lassen, aber kann ich alleine nicht mehr fahren, dann muss ich dann zu zweit sein. Weil alleine die Überwachung, weil immer wieder mal was passieren kann. Ja. Und was machst du jetzt, wenn du alleine fährst? Da fahre ich jetzt nur so, wie ich jetzt gerade steuere. Okay, das heißt wirklich, du hast Fahrstraßen und hast die alle... Ich habe die geschalten, genau. Wow. Respekt. Ich bin gefühlt schon bei 2 bis 3 Zuglaufen überfordert und du hast jetzt 7, 8 laufen. Das ist die Gewohnheit. Ja.
Das heißt, wir gehen jetzt mal vom Stadtbereich und vom großen Hauptbahnhof ins Gebirge. Ich sehe schon eine Zahnradbahn herunterflitzen. Die ist mir entkommen, aber ich glaube, die sehen wir wieder. Hinten kommt es dann als Pendelzug eine kleine Kühe raus aus dem linken Tunnel. Die pendelt. Die Zahnradbahn, die pendelt auch. Und die pendelt? Und pendelt jetzt wieder rüber, hinten das ganze Gebirge durch und kommt dann hier vorne vor dem Bauernhof wieder raus. Da kann man quasi dann umsteigen in die Zahnradbahn, die wo dann ins nächste Gebirge geht. Gut, So ist es geplant. schaue ich mir gerade noch mal etwas den Schnee. Und hier hätten wir dann noch einen großen Unfall. Und da unten wäre dann auch noch der Papst beim Einzug. Der ist angekommen. So, ich habe dich schon gefilmt, wie du aus dem Untergrund hervorgekommen bist. Ja. Also wir haben unseren Nebenbahnhof mit Anschluss zur Pendelzugstrecke und eben mit 2 Seilbahnen. Eine vom Brava, eine auch schon gibt es noch, aber sehr alt. Das ist was Neueres. Und alles in Verbindung auch wieder mit dem Faller-Car-System, wo ich dann die Autos rüberlaufen lassen kann und mit einer Kehrschleife wieder zurückgehen. Das ist alles so groß. Ich kriege das nicht annähernd drauf, selbst mit Schwenken nicht. Sogar noch Schnee für die Skifahrer und auch ein Ausflugspark, auf dem kein Skibetrieb möglich ist. Nein, das ist nur für Wanderer und für Touristen zur Erwanderung auf die Alm zum was zum Trinken. Und unter diesem Stadtbereich sind 2 Schattenbahnhöfe mit jeweils 6 Gleisen, wo sich die Züge auf Abruf befinden. Im Ganzen sind es 500 Meter Gleis, wo verlegt sind, unzählige Weichen und unzählige Figuren zu dem ganzen Spiel. Vieles von meinem Vater übernommen. Das heißt Material schon aus den 60er Jahren? Material ist eine 60er Jahre mit M-Gleise damals angefangen, aber die M-Gleise haben wir dann umgerüstet auf das K-Gleis, wo es rausgekommen ist, neu. Und wo ich dann ganz neu angefangen habe, habe ich dann wieder angefangen mit K-Gleis und habe zugleich mit C-Gleis jetzt weitergemacht. Mhm. Und wann hast du jetzt hier diese Anlage aufgebaut? Die Anlage habe ich angefangen vor 9 Jahren. Vor 9 Jahren. Mhm. Wow, und schon eigentlich komplett fertig. Ja, noch nicht ganz, immer noch ein paar Fehler mit drin, aber viele Nachtstunden, viele Freizeit, viele Sommertage und Wintertage durchgebaut. Ja, und mal so zum Vergleich. Ich baue eine Anlage, die ist um Faktoren kleiner. Also
Die hier hat ungefähr 100 Quadratmeter. Habe ich so abgespeichert? 120, ja. 120 Quadratmeter. Ich baue in einem Raum, der hat gerade mal 30 Quadratmeter. Die Anlage selber vielleicht 15, 16. Und das ganze Projekt bei mir ist auf 20, 30 Jahre angelegt. Nur mal so ein Vergleich. Also, Bei mir geht es ja auch mehr ums Fahren und nicht so um die Detail in der Landschaft wie bei dir vielleicht. ja, aber sieht absolut beeindruckend aus. Also auch wenn du sagst, du legst nicht so viel Wert, es ist beeindruckend und auch wirklich schön gestaltet. Ja, lange Züge, lange Einheiten, das ist wichtig. Und es muss halt rollen und muss funktionieren. Und halt immer wieder mal ein Kurzschluss oder irgendwas, was passiert, wo nicht voraussehbar ist, wo mich dann wieder Stunden kosten. Ja, das ist der Unterschied zwischen nur anschauen und Betrieb machen. Ja. Genau, aber das gehört halt mal mit dazu. Wenn es nur reibungslos funktionieren würde, dann wäre es auch langweilig. Genau. Kurz an, weil ich habe schon ganz viele Monitore gesehen. Das hat mich so ein bisschen ans Houston Space Center erinnert. Das heißt, du überwachst die Schattenbahnhöfe auch Mit Kamera. Kamera. Ja. Das heißt, du hast vorher 2x6 erwähnt. Das ist der große Monitor hier? Ja, das ist der große, das ist links der Schattenbahnhof. Dann habe ich unter den Städten nochmal welche, das sind die beiden. So, die beiden sind wir jetzt hier, genau. Und dann habe ich noch welche auf dem. Das muss ich mir mal umdrehen. Da haben wir auch Okay. nochmal Hier haben wir noch eine ganz, 2 Schattenbahnhöfe, links und rechts. das heißt, Mit den Fahrstrecken dazu. wie viele Abstellmöglichkeiten hast du dann? Ich habe im Ganzen für jedes Gleis, also für die Hauptstrecke, habe ich jeweils 12 Gleise zum Abstrecken und zum Einfahren. Und auf der anderen Seite von der Bahn habe ich nochmal jeweils 6. Also das ist der große Monitor. Also 18 Gleise. 18 Gleise und richtig lange Züge auf jeden Lange Fall. Züge, ja. Und die Züge kann ich in jedes Gleis dann einfahren lassen. Genau, das heißt, der Fahrdienstleiter kann entscheiden, wo es hingeht. Genau. Kann ich dann steuern hier über die CS3 in meinem System. So, nur nicht wundern, wir haben jetzt das Ganze mal gestoppt, weil sonst können wir uns kaum unterhalten, wenn hier 7, 8 Züge Betrieb machen. Da bin ich mit meinen Augen überall, aber nicht in unserem Gespräch. Oder wir können es auch steuern manuell über meine selber gemachte Steueranlage. Das heißt, wir haben hier ein Stellpult, noch Stellpult, für, ja. für die gesamte Anlage. Genau. Und wir haben auch noch ein Stellpult hier fürs Betriebswerk. Ich schwenke das mal ganz kurz mit rüber. Das heißt, wir haben von manuell fahren bis teilautomatisch, automatisch alle Spielmöglichkeiten. Bleiben wir mal kurz hier hängen. Das heißt, das ist hier ein gestalteter Schattenbahnhof, also vor allem Schattenbahnhof, aber auch Gestaltung dabei. Ja, das ist so ein möchtegern Schattenbahnhof. Ein möchtegern Schattenbahnhof. Ja, ist zumindest viel Speicherplatz. Also Ja, viel Speicherplatz ist drauf, das stimmt. Aber er ist noch nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Den werde ich nochmal umbauen. Okay. Wobei, wenn man von möchtegern Schattenbahnhof reden, dann möchte ich euch noch ganz schnell einen richtigen Schattenbahnhof zeigen. Weil so sieht Rudi dann ein richtiger Schattenbahnhof aus. Ja. Und hier haben wir noch mehr Speichermöglichkeiten für Züge. Das heißt, weißt du, wie viele Triebfahrzeuge auf deiner Anlage stehen? 160. 160 einzelne Triebfahrzeuge. Und davon 98% Märklin. Ja, die 2% verschweigen hier. Also die Anlage an der Stelle ist geschätzt 5 Meter tief ungefähr. Das heißt, ja. wir haben jetzt ja gerade schon gesehen, Ausstiege teilweise. Hier ist von Eine einem Schreiner Brückenverbindung. eine richtige massive Brücke auf. Die können wir mal hochgehen. Und dann sieht man sie nämlich mal von der anderen Seite. Die ist auch ganz massiv. Ja, ich mach's gleich, aber ich filme nicht und gehe, sonst stürze ich auf die. Und dann hinterlasse ich einen bleibenden Eindruck bei dir. Das möchte ich nicht. Und es gibt auch hier in dem Stadtbereich Ein- und Ausstiege, Ausstiege besser, wo man dann wirklich an alle Bereiche der Anlage hinkommt. Auch wenn es aussieht, wie wenn das überhaupt nicht möglich wäre, kommt man hier wirklich wunderbar ran, habe ich gesehen. So. Von der Brücke die Vogelperspektive. Ich muss noch mal kurz schauen. Okay. Für diesen Sportplatz, den habe ich von vorne überhaupt nicht erspäht. Ja. Und
Und von hier hat man eine wunderschöne, ganz andere Perspektive auf den Hauptbahnhof. So, ich schwenke nochmal über den Bereich. Und hier nochmal die massive Brücke, über die wir gerade die andere Seite der Anlage erreicht haben. Meint ihr das noch? Ich schwenke mal über deine Kirmes und vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, das ist meine Kirmesanlage, selbst gebaut, selbst beleuchtet, in den Sommermonaten am Abend auf der Terrasse, unzählige Stunden eingesteckt, ein kleines Hobby neben der Eisenbahn. Ein passendes Hobby zur Eisenbahn, ja? Ja, passt ja gut dazu. Ja. Das heißt, die Fahrgeschäfte sind überwiegend von Faller verkauft? Fast alles Faller, ja, bis auf 2 oder 3, wo nicht Faller sind. Der Kleine ist zu schnell. Ja, beim Kettenkarussell, Ja, da wird es den Gästen schwierig. Ja. Der wird schwindelig. Und du hast vieles nachträglich da noch beleuchtet. Ja, und dann habe ich hier auch eine kleine Fallerstrecke installiert. Ne? Mit einem Mit einem Oldtimer oder mit einem Touristenzügchen. Ach, der kann auch da fahren. Der fährt auch und der fährt einmal durch das Gelände durch. Ja, wenn er noch so folge viel mal Energie dem hat. Bus. Ja. Den muss ich nachjustieren wieder. Der geht normalerweise länger, aber den muss ich hinten nachziehen. Aber er bewegt sich. Ja, ja, er geht hoch. Aber er geht nicht weiter, weil er, siehst du es, weil das Zugseil dann runter geht. Ja. Wie Inferno der Motoren. Aha. Okay. Also Den gibt es ja wirklich, auf der Wiesn gibt es den. irgendwas mit Devils habe ich da irgendwie. Der Devils oder ich weiß nicht, wie sie es auch teilweise nennen. Ja, ja genau. Taiwan Show. Oder, ja.
Ist es mit Magneten oder? Das Magneten, ja, das Wow. sind 2 Magnete drin. Die sind dann 2 so Halterungen und die halten das fest. Mhm. Und der Motor treibt ihn immer an und der fährt dann immer außen rum. Rudi, danke, dass du uns durch dein Traumreich geführt hast. Ich bedanke mich für den Besuch. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ich versuche weiterhin regelmäßig Filme über meine oder andere schöne Modelleisenbahnanlagen hochzuladen. Besucht auch gerne den YouTube-Kanal von Rudi, dem Besitzer der heute vorgestellten Anlage. Oder schaut euch die Videos zum Bau meiner, sehr viel kleineren, aber hoffentlich ebenfalls sehenswerten Modellbahn an. Bis zum nächsten Mal.